Ich habe echt lange mit mir gehadert, ob ich das Video hochladen soll. Falsche Framerate, kein HDR, ungeduldige andere Verkehrsteilnehmende und ich verfahre mich. Eigentlich wollte ich ein entspanntes, cleanes Video mit der Auffahrt zum Pass machen. Nur ich, die Straße und die Berge. Aber dann ist mir aufgefallen, worum es eigentlich geht. Tamas fährt. Und zwar authentisch. Dazu gehört auch, dass es Fahrten gibt, die unperfekt sind und eben nicht clean. Und das ist so eine Fahrt. Eigentlich war es eine simple Idee. Ich fahre heute zum Handenjoch, filme in verschiedenen Segmenten die Auffahrt, den Pass und eventuell noch ein wenig drumherum. Tank war voll, ich habe die Kamera eingestellt, Route nochmal gecheckt und los geht's. Jetzt in der Bearbeitung merke ich, dass die falsche Framerate eingestellt war und dass die Kamera mit dem Hell-Dunkel-Kontrast zwischen Außen und Innen nicht wirklich klarkommt. Normalerweise hätte ich das Ganze neu machen müssen, nochmal fahren, rödelt es in meinem Kopf. Doch ich ziehe das jetzt durch. Denn das Leben, vor allem auf der Straße, ist nun mal nicht perfekt, nicht clean. Das kann sich ruhig auch mal in dem Video widerspiegeln. Auf der Jagd nach den perfekten Locations, den perfekten Posts, den perfekten Videos habe ich mich vielleicht auch ein wenig verloren.
Warnwesten fliegen vorbei und ich denke mir nur, fuck, die muss ich dann rausschneiden. Aber nein, auch das kommt jetzt in das Video rein. Die Strecke ist trotzdem schön, auch wenn es hier und da mal ein paar Abweichungen zu meiner Vorstellung gibt. Hinter dieser Kurve wusste ich noch nicht, was mich erwartet. Eine Person mit einem umgefallenen Motorrad. Ein guter Influencer würde jetzt wohl weiterfahren, um die Aufnahme zu retten. Ich kann sowas nicht. Also kurz rechts ran, hochhelfen und weiter geht's.
Das war jetzt mal ein cleaner Abschnitt und BAM! Verfahren. Ich mit meiner vorher geplanten Route bin einfach in eine Baustelle gefahren. Also kurz checken, was Sache ist, wo lang ich muss und weiter. Nachdem ich mir jetzt absolut unsicher war, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin, musste ich mal kurz ranfahren. Handy raus, Navi checken, wo bin ich und wie viele. Und was ich dabei gedacht habe, super, das Video kann ich jetzt komplett vergessen. Aber vielleicht muss auch genau das Teil des Weges sein, sich zu verfahren, um zu erkennen, wo man wirklich lang will. Warum mache ich das Ganze hier eigentlich? Schießt mir zwischendurch in den Kopf. Dieser BMW, das ist mein erstes selbst gekauftes Auto. 30 Jahre alt. Keine Assistenten, kein Touchscreen. Nur ich und die Straße ein paar Zentimeter unter mir. Und die Berge? Ich wohne seit ein paar Jahren hier. Davor bin ich immer in die Berge gefahren zum Downhill-Fahren. Also ich war schon immer in den Bergen unterwegs. Nur früher immer eben so schnell wie möglich. Heute versuche ich es etwas mehr zu genießen. Ich meine, schaut euch mal die Landschaft an. Da schießt mit 120 Sachen alles an dir vorbei. Okay, und nun das Ende. Wobei, doch nicht. Habe mich selbst beim Schluss noch vertan, obwohl ich das auf Maps ausgekundschaftet hatte. Aber jetzt, das war's. Wirklich. Nicht über den Pass, keine krasse Aussicht, einfach hier endet die Strecke für heute.